Hallo meine Lieben, ich hatte eine Anfrage von jemandem von euch bekommen, wo ich dachte, das passt wunderbar zu 3 weiteren Themen, die ich euch auch zeigen wollte. Und die Frage da ging es um, wie ich ein Cover mit dem Laser machen kann für ein Buch, was ich mit der Cinch binden oder stanzen und dann binden will. Und da hatte ich einerseits die Spiralbindung von der Cinch, die hatte ich euch noch nicht gezeigt. Das heißt, das kommt heute im Video. Dann eben, wie ihr ein Cover machen könnt mit dem Laser, die dann zur Cinch-Bindung passt. Und zwar mache ich eines mit der runden Bindung, aber auch eines mit den Viereckchen, also 2 verschiedene Bindungen. Und dann gucken wir in dem Zusammenhang auch endlich mal das Thema Curve an. Und zwar nicht Curve im Sinne von Kurve, sondern Curve im Sinne von K-E-R-F. Also der quasi Verschnitt. Ich denke, das kommt dem am nächsten, der Verschnitt, den man hat, wenn man lasert und dann die Sachen nicht mehr zusammenpassen. Das gucken wir uns an heute und es braucht ihr speziell, wenn ihr Steckverbindungen machen wollt zum Beispiel oder wenn ihr ein Inlay machen wollt. Und das ist auch gleich das 4. Thema für heute, nämlich ich werde bei einem der Cover ein Inlay machen. Das heißt, ich nehme 2 verschiedene Arten von Hölzer und mache ein Design mit einem Holz, mit einem dunkleren, eins mit einem hellen und stecke die dann quasi ineinander. Wenn ihr euch das jetzt nicht ganz vorstellen könnt, guckt einfach weiter, weil gleich nach dem Intro starten wir auch schon mit dem ersten Thema. Starten wir gleich mal mit dem ersten und zwar ist es eben hier dieser Aufsatz für die Multi-Cinch, weil bei der Multi-Cinch könnt ihr ja diese Teile auswechseln. Das war jetzt hier die mit den Löchern und ich wollte eben die hier für die Spiralen haben. Das heißt, wir haben das hier und können das hier hinten ganz einfach reinklicken. Bindungen dazu, die sehen so aus, Spiral Wires oder Spiraldrähte. Ich habe hier ein Paket, wo verschiedene Farben drin sind und dann sehen diese Spiraldrähte so aus. Die könnt ihr natürlich in der Größe anpassen, das ist genau das, was ich heute mache, weil dieses erste Projekt, das wird, ich habe hier einfach so einen Notizblock gekauft und den quasi auseinander gefriemelt. Das heißt, ich habe die Seite, da wo es perforiert ist, einfach abgerissen. So sieht das bei mir aus. Dann behalte ich den hinteren Karton, weil damit kann ich dann die Rückseite machen, weil ich will nicht zweimal Holz machen, weil wir haben hier nicht so extrem viel Platz und wenn ich das Holz, da bin ich ja bei 3 mm, wenn ich jetzt zweimal 3 mm hier reinmache, dann habe ich eigentlich praktisch keinen Platz mehr für das Papier. Deshalb werde ich hinten das einfach hier einfassen, dann habe ich eben die Seiten und dann konnte ich das hinten hier ganz einfach ablösen. Da hat es eine Heftnadel drin, die konnte ich da ganz einfach rausreißen und das Karton dann auch in die richtige Größe schneiden und so einfach haben wir das Papier. Und das Papier gibt mir jetzt eigentlich vor, wie das Ganze aussehen wird oder wo ich stanze. Jetzt gucke ich mir kurz an, wie groß das Papier hier ist. Da bin ich von der Höhe bei 14,3 und in der Breite bin ich bei 10,5. Schon mal das erste, was ich mal wissen muss. Dann können wir hier drauf gucken, was dem am nächsten kommt, weil das ist ja eigentlich ein A6. Das heißt, hier steht D bei A6. Das heißt, wir geben das hier beim D rein. Und dann gucke ich mal, wie das sich stanzt. Das heißt, ich gebe das Papier hier hinten rein, gucke, dass es hier natürlich, also dass es wirklich hinten schön anschlägt und hier anschlägt. Dann stanze ich das ein erstes Mal. Dann nehme ich diese Hilfe hier raus. Lassen wir kurz gucken, wo ich das hinlegen muss. Ich gucke, wo hier das letzte Loch angezeichnet ist und wo hier mein letztes Loch gestanzt wurde. Und verschiebe das so ein bisschen nach drüben.
dann merke ich, das wird das hier, also ihr lasst 2 stehen und dann, also beim dritten, macht ihr hier diesen Noppen rein. Genau, dann sollte es wieder passen. Dann gucke ich wieder, dass das Blatt wirklich schön nach hinten geschoben ist. Es hat nicht alles sauber gestanzt, das ganz einfach, weil das eigentlich ein sehr dünnes Papier ist und die sich eigentlich gewohnt ist, ein bisschen dickeres Papier zu stanzen. So, dann sehen wir jetzt hier, wie das Ganze aussieht, wenn ich das so stanze. Und jetzt gucke ich mir an, wie groß der Abstand ist von der Kante hier bis zu den Löchern. Da bin ich bei 4 mm. Das heißt, von hier nach hier sind es 4 mm. Dann muss ich wissen, von oben vom Rand bis zum ersten Loch, wie groß da der Abstand ist. Das sind 3 mm. Das heißt, vom oberen Rand bis zum ersten Loch 3 mm und unten vom letzten Loch bis zum Rand vom Papier bin ich bei 5,5 mm. Und was wir auch noch wissen müssen, ist, wie viele Löchlein ich habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Löchlein. Und dann muss ich auch noch wissen, wie groß die Löchlein selber sind. Jetzt ein bisschen schwierig, das hier abzulesen, aber ich kriege es hin. Die Löchlein sind 4 mm. Das sind die Maße, die ich wissen muss, damit ich das dann lasern kann. Und ich werde hier ganz einfach das mit einem Plywood Kirsche, glaube ich. Moment, gucke kurz. Ja, das wollte ich nehmen, nämlich das White Oak Plywood von Xtool. Habe hier gerade noch ein Stück, wo das ausreichend Platz hat. Und um das noch vorzubereiten, werde ich natürlich jetzt alle diese Stanzen das heißt hier das Ganze ins D rein. Das ist ein relativ dünnes Papier, das heißt, da kann ich gut ein paar miteinander reingeben und das stanzen. Einfach gucken, dass es schön anliegt. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights. Und was ich jetzt zu viel habe von denen, ist es auch überhaupt nicht schlimm, weil das Schöne an der Spiralbindung ist ja, dass wir die reindrehen und somit auch wieder rausdrehen können. Das heißt, wir können den Deckel und das, was hinten ist, wunderbar wiederverwenden und dann einfach die Seiten innen austauschen. Aber ihr seht, ne, so kann ich wunderbar relativ schnell ein Papier entsprechend stanzen. Jetzt fasse ich das noch kurz ein, einfach mit Weiß, weil ich werde dann auch den Hintergrund weiß machen. Ich bin mir gerade mal überlegen, ob ich das Weiß mache und dann das Walnut nehme, weil ich will drauf hier einen Schriftzug in eine Stencil-Schrift machen und dann sieht man das, was drunter ist, und ich werde hier eine weiße Seite noch drüber machen. Ich denke, ich mache es doch mit dem Walnut. Aber zuerst fasse ich die jetzt kurz ein, damit ich da eine schöne Rückseite auch habe. Das Papier zum Einfassen habe ich ganz einfach hier die eine Seite jeweils ringsherum 1,5 cm größer gemacht und das hier einen halben Zentimeter kleiner. Brauchen wir noch eine Seite eben für vorne rein und die machen wir genau gleich groß wie alle anderen Seiten. I should have done so much
much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song, tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry. So, ich durfte das jetzt auch kurz zweimal machen, weil ich mich tatsächlich berechnet habe. Meine Seiten sind nicht 14,3, sondern 14,8 cm hoch. Einfassen habe ich euch jetzt nicht groß erklärt, weil das kennt ihr mittlerweile. Einfach 3 cm Größe, das Falzen, die Ecken abschneiden, nicht ganz bis in die Ecke, damit das, die Graupappe dann nicht hervorguckt, das Umlegen, Ankleben und dann oben noch die Abdeckung drauf und fertig ist das Ganze. So, jetzt, da wir hier nicht denselben Abstand oben und unten haben von den Löchlein, muss ich jetzt gucken, wie ich das stanze. Nämlich so, dass das ist das, was außen ersichtlich sein wird. Das heißt, so wird es schlussendlich liegen. Deshalb muss ich das auch so stanzen. Kurz gucken, ob das durch das Papier jetzt wesentlich größer geworden ist. Nee, passt. Passt, wunderbar. Das heißt, beim D wieder rein. Schön anlegen. Und stanzen. Dasselbe machen wir auch mit der Abdeckung oder mit der ersten Seite. Upsi. Und dann genau gleich hier beim dritten Loch den Stupser reinmachen. Nochmal stanzen und dann passt das alles wunderbar zusammen. Wenn ihr jetzt das Cover nicht mit dem Laser macht, sondern ganz normal mit Papier, weil das könnt ihr ja logischerweise auch machen, würdet ihr einfach 2 von diesen Seiten machen und die eine so stanzen und die andere so, dass euch die schöne Seite anguckt und nicht die Einfassung. Ne? Dann stimmt es dann schlussendlich auch wieder. Aber wenn wir uns das jetzt angucken, dann müsste das eigentlich alles schön aufeinander passen. Passt so. Das war das erste und auch schon die ganze Vorbereitung quasi. Den Rest machen wir dann im Programm drin. Da lege ich den Zettel drauf, damit wir das noch wissen. Da mache ich jetzt nicht weiter, sondern ich will kurz auch noch das zweite Buch vorbereiten. Für das zweite Notizbuch habe ich eine A5-Seite, respektive ich habe es noch abgemessen, wie groß das schlussendlich ist, und das sind 14,8 cm in der Breite und 20,6 cm in der Höhe. Und hier werde ich mit der großen Cinch arbeiten, mit der Heidi Swap, die ich habe, und werde hier die Wires verwenden, also die Metallringbindungen quasi. Und die sind 1 Inch und deshalb nehme ich auch die große, damit ich damit mehr Platz habe, weil hier bei dem möchte ich tatsächlich hinten und vorne das Holz verwenden und das funktioniert dann mit der großen besser. Die geht eben nicht in die kleine Mini-Cinch rein. Bei denen mache ich es jetzt so, dass ich das nicht ganz nach oben und ganz nach unten stanze, sondern ich werde das so machen, dass ich das möglichst mittig stanze. Und hier habt ihr einen Pfeil, da steht Center. Das heißt, ich gucke mir jetzt kurz hier auf meiner Seite an, wo die Mitte ist. Es müsste bei 10,3 sein. Und dann kann ich hier schon mal den ersten Stoß nehmen.
den so reinlegen, dass das eben hier auf die Centerlinie kommt. Das mit dir abschließt. Kann ich das hier so ein bisschen rüberschieben, bis das stimmt. Passt wunderbar. Das heißt, ich habe das hier jetzt eingestellt und so kann ich jetzt die ganzen Seiten einmal stanzen und habe die Ringbindung nur in der Mitte. Das ist so. Und so sind wir mit der auch relativ schnell durch. Und habe hier wunderbar die ganzen Seiten gestanzt. Ihr könnt es wie gesagt auch bis ganz oben und unten machen, wie ihr das gerne möchtet. Jetzt nehme ich mir wieder ein Blatt und muss genau dasselbe abmessen, was ich vorhin schon gemacht habe. Das heißt, diese Vierecke, die ich hier habe, wo starten, also wie viel Platz habe ich hier vom Rand der Seite bis zum Viereck. Das sind auch 4 mm. Dann von oben runter und von unten hoch. Oben runter, bis das erste Viereck kommt. Da sind es 2,9 mm. Von unten hoch war ich anscheinend nicht ganz mittig, das sind 3,1. Um 1 mm verschoben, sonst wären es 3 und 3 gewesen. Aber nun ja, passt. Dann muss ich wissen, wie viele es sind. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und dann die Größe von den Vierecken sind Breite 5,5 und Höhe sind es 5. Das ist das, was ich für diesen Block wissen muss. Jetzt, bevor wir ans Design gehen, noch kurz was zum Thema Curve. Also, ne? Curve. Das ist das Thema. Wenn ihr lasert, dann, wenn ihr das Automessen macht, dann guckt ihr meistens, dass er den Laserpunkt, da wo er zusammenkommt, am stärksten ist, dass es in der Mitte von eurem Material ist. Das ist jetzt die Seitensicht quasi. Und der Laserstrahl kommt so runter, ne? Das hier ist der Laserstrahl und teilt sich dann auch wieder ab diesem Punkt. Das heißt, euer Material wird dicker geschnitten, als der Laserstrahl selber ist. Das heißt jetzt, wenn ihr eine Linie anzeichnet, wird er ein kleines bisschen von der Seite nehmen und ein kleines bisschen von der Seite nehmen. Und damit die Sachen dann zusammenpassen, wenn wir zum Beispiel eben Steckverbindungen machen oder ein Inlay machen, dann müssen wir diese berücksichtigen. Und was wir jetzt machen, ist quasi, ich werde mir 3 Blöcke vom Material ausschneiden. Ich nehme da am besten, nehme 1 cm. Das heißt, ich mache 3-mal einen Block von 1 cm. Und lasere den kurz und dann können wir uns angucken, wie groß die dann auch tatsächlich sind. Ob die wirklich 1 cm sind oder, weil es eben beim Lasern ein bisschen von der Seite und ein bisschen von der Seite geschnitten hat und das ringsherum, wie groß das Stück schlussendlich noch ist. Ich gehe kurz und lasere das, dann können wir uns das Resultat kurz angucken. Ich habe hier auch noch kurz so ein kleines Teil gemacht, um euch einfach zu zeigen, was ich meine, dass es mit den Steckverbindungen nicht passt. Die waren beide genau gleich groß. Das müsste super passen, aber wenn ich die versuche da reinzustecken, dann es wackelt. Es hat Raum. Also von dem her ist es dann auch keine Steckverbindung, sondern wenn ich das drauf mache, dann fällt das raus. Und das ist nicht das Ziel von einer Steckverbindung. Deshalb müssen wir hier die Curve kennen. Es gilt nicht nur für solche Steckverbindungen, sondern natürlich auch, wenn ihr irgendein schönes Element macht, wo ihr eine Plattform macht, wo ihr dann eine Ausbuchtung macht, um da was reinzustecken, das aufzustellen,
dann wird es auch hin und her wackeln, wenn ihr eben die Curve nicht anguckt. So, jetzt hatten wir gesagt, wir haben 3 Teile, das müsste 1 cm sein, 1 cm und 1 cm. Minus, minus, minus. Sorry, ihr seht überhaupt nichts da oben, ne? Ich schreibe mir einfach das auf, was ich hier habe. Und zwar mache ich das zweimal, weil ich werde mir das zuerst von einer Seite angucken und dann auch noch von der anderen Seite und dann quasi den Durchschnitt nehmen. So, jetzt haben wir hier ein super fancy Tool, um das zu messen. Und ich gehe jetzt zuerst seitlich. Ist auf 0 gestellt. Gut. So, jetzt messen wir das zuerst mal von der Seite. Da sind wir bei 9,79. Das zweite 9,75. Das dritte 9,76. Deshalb macht es eben auch Sinn, wenn ihr ein paar davon macht. Jetzt drehe ich das um, gucke es noch von der anderen Seite an. 9,81. 9,81. So. ,78. Das war diese Messung. Das heißt, ich muss jetzt hier überall quasi die Differenz angucken. 0,21, 0,25, 0,24, 0,19, 0,19 und 0,22. Die rechne ich jetzt alle zusammen und dann durch 6, damit ich den Durchschnitt habe. Das gibt jetzt bei mir eine Summe von 1,3 durch 6 gibt 0,2166 und da wir ja die Curve auf beiden Seiten haben, das heißt hier auf der Seite und auf der Seite, muss ich das noch durch 2 rechnen und das ergibt dann eine Curve von 0,10833, sowas. Das heißt, wenn ich jetzt bei mir eine Curve jeweils von 0,1 nehme, bin ich nicht schlecht beraten. Also ich gebe jetzt hier nicht 0,10833 ein, sondern 0,1 ist okay. Das heißt, bei dem Holz hier weiß ich, meine Curve ist 0,1 mm. So, jetzt machen wir das ganze Spielchen nochmal. Und zwar mit einem anderen Holz. That you are no longer with me. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so. Hier habe ich jetzt eine größere Curve beim, das war das Walnut. Da habe ich eine Curve von 0,1225, das heißt, hier würde ich 0,12 nehmen als Curve. Das heißt, wir haben hier durchaus einen Unterschied
bei diesen beiden Materialien und deshalb müsst ihr das halt auch für jedes Material einzeln machen. So könnt ihr die Curve angucken, damit dann Steckverbindungen auch besser funktionieren. Ich werde jetzt kurz mit der Curve dieses Holz nochmal lasern, damit wir gucken können, ob das dann besser passt. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. Ich werde diese beiden kleinen Teilchen nochmal schneiden mit der Berücksichtigung von der Curve für das White Oak und deshalb kurz gucken, dass das hier auf Ignorieren ist. Das hier ist im Moment auch auf Ignorieren, aber was ich hier mache, ist eben das Offset, das heißt Umrahmung. Und hier gebe ich jetzt ein 0,1, gebe das auf die rote Ebene. Er will gerade nicht so, wie ich will. Moment. 0,1. Okay. Farbe rot. Gut. Das andere noch, auch nochmal 0,1. Okay. Farbe rot. Weil dann sind die Offsets beide auf der roten Ebene. Das heißt, ich kann dies auf Ignorieren, dies auf Ignorieren. Und die hier muss auf Ausgabe sein. Kann ich die noch ein bisschen näher zueinander bringen, das passt schon. Und dann will ich die auf Schneiden. Das White Oak habe ich geschnitten mit Leistung 70 Speed 10. Genau. Genauso schneide ich die beiden nochmal, dann können wir gucken, ob das besser funktioniert. So, ich habe die nochmal geschnitten und also es fällt nicht runter, definitiv. Also es hält schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es reindrücken muss. Das müsste ich definitiv immer noch leiben. Könnte man da sogar noch ein bisschen mehr gehen. Ich glaube, ich mache noch kurz einen zweiten Versuch mit 0,15. Und dann bin ich wieder zurück bei euch. So, dritter Versuch. Er hat es gar nicht zugelassen, dass ich 0,15 machen kann. Das habe ich 0,2 genommen. Ja, das wird. Das ist schon zu viel. Ist jetzt doof. Es wäre 0,15 wäre eigentlich genau richtig. Habe ich so das Gefühl. Was machen wir jetzt? Ja, da breche ich das Holz ab, wenn ich das so mache. Das funktioniert so nicht. Das heißt für mich quasi, wenn das so nicht funktioniert, muss ich die Datei quasi, also entweder ich lebe mit diesem 0,1, das ist halt nicht ganz, also es ist wirklich fast, aber es ist halt nicht ganz. Und wenn ich Steckverbindungen mache, dass ich dann in einem Vektorprogramm die Datei so vorbereite, dass ich tatsächlich eine Curve von 0,15 eingeben kann. Und für das, was wir heute machen, nehme ich halt jetzt mal die 0,1. Bei 0,1 bringe ich es noch ineinander, muss es halt dann trotzdem leimen, aber bei 0,2 kriege ich es nicht ineinander gesteckt, also ist das keine Option. Gut, so lerne ich mit euch zusammen, ne? Dann gucken wir uns jetzt das Design an. Das waren ja nur die Tests hier auf der Ebene. Ich gehe jetzt mal in den ersten Arbeitspart, ne, in den zweiten. Das war das Kleine. Was ich hier schon mal vorbereitet habe, ist die Seite. Da wusste ich die Größe noch nicht und da müssen wir jetzt eben die Notizen nehmen von der kleinen Seite. Da hatte ich gesagt,
Die Seite ist von der Breite her 10,5, also 105 mm passt. Hier von der Höhe sind es 148, nämlich 14,8. Und dann habe ich hier auf der Seite einen Streifen, da geht es nur um die Breite. Also hier geht es nur darum, wie viel Platz zwischen Ende der Seite und den Löchlein ist, und das sind 4 mm. Das heißt, die Weite hier sind nicht 10, sondern 4. Und oben habe ich auch noch mal so ein Rechteck eingefügt. Da brauchen wir, oben sind es 3 mm. Und unten haben wir 5,5 mm, also 5,5. Und jetzt gebe ich das hier einfach schön oben an die Linie. Die Länge spielt keine Rolle. Es geht nur darum, dass das schön auf der Linie liegt. Das Seitliche hier muss einfach schön an der Kante von der Linie liegen. Das sind nur quasi Orientierungslinien für mich. Und unten muss es am Ende der Linie liegen, also am unteren Ende der Seite quasi liegen. Dann weiß ich, die Kreise müssen hier auf der Seite bei dieser grünen Linie anliegen, oben hier an der Linie anliegen und dasselbe dann unten auch. Der Kreis selber, da hatten wir gesagt, der ist 4 mm. Da habe ich das Schlösschen geschlossen, weil das ist ja auf allen Seiten gleich. Das heißt, ich nehme jetzt hier diesen blauen Kreis und gebe den hier oben an die Kante und auf der Seite an die Kante. Dann dupliziere ich das und gehe runter und gebe das an die untere Kante und an die seitliche Kante. Und jetzt hatten wir gesagt, dass wir von diesen Löchlein 17 haben. Das heißt, ich dupliziere das, lösche das kurz. Es geht einfacher, wenn ich von oben runter gehe. Das heißt, wir duplizieren das. Also ich habe schon 2, das ist 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, gebe hier kurz das Blaue auf eine andere Ebene, weil dann kann ich hier die Kreise, die jetzt alle blau sind, kann ich auswählen. Dann kann ich denen sagen, weil das oberste liegt richtig, das unterste liegt richtig. Also kann ich denen mal sagen, ihr müsst alle mittig liegen. Das ist doof, dass das verschoben hat, aber können wir ganz einfach wieder rüberschieben. Oben muss ich jetzt nochmal hinlegen. So, dann müsste es unten eigentlich auch stimmen. Nicht ganz. So. Dann wähle ich nochmal diese alle auf dieser Ebene aus. Und dann sage ich hier einfach, er soll es gleichmäßig verteilen. Das ist das hier. Weil die haben ja alle denselben Abstand per se. Dann brauche ich hier die grüne Ebene eigentlich schon nicht mehr. Die müsste eher auf Ignorieren sein, ausblenden. Die gelbe können wir jetzt auch wieder zur blauen dazugeben. Die habe ich auf Ausgabe und ich will hier, dass ich auf der Seite so ein Notes ausschneiden kann.
können wir sogar noch ein bisschen größer machen. Und wenn ihr was ausschneiden wollt, was Schrift ist, müsst ihr natürlich eine Stencil-Schrift nehmen. Und ich habe die hier genommen, die heißt Fact Slab. Wo war sie denn? Genau hier. Fact Slab Stencil Pro. Es muss einfach eine Schrift sein, wenn ich jetzt zum Beispiel den O ausschneide, dass der noch zusammenhängt. Also dass der innere Teil noch am äußeren dranhängt. Dafür sind eben solche Stencil-Schriften gut. Wenn ihr es nicht seht, Moment kurz, ich mache das kurz auf Fläche, gravieren. Ne. Dass hier der O untertrennt ist, damit das Ganze dann auch wirklich an der Fläche dran hängt. Genau. Und beim Kleinen hatten wir ja gesagt, da machen wir nur eine Seite. Bei dem berücksichtige ich jetzt die Curves ganz ehrlich gesagt nicht, weil da muss nichts reinpassen und die ist so marginal, passt schon. Dann sind die Löcher ein kleines bisschen größer, passt. Das mache ich alles auf Schneiden. Und dann haben wir hier, hatte ich gesagt, das mache ich mit dem Walnut. Da hatten wir Schneiden 1060, also Leistung 60 und Geschwindigkeit eine 10. Können wir eigentlich alles auf die blaue Ebene geben. Alles auf Ausgabe 60, 10. Passt, wunderbar. Dann kann ich schon mal den Deckel für dieses Büchlein lasern und dann können wir uns um das zweite Design. So, das heißt Holz rein. Dann der Laserkopf irgendwo was Material hat. Dann mache ich hier die Abstandmessung. Dann mache ich den Laserkopf hier oben schön in die Ecke. Und da muss ich natürlich auch mein ganzes Material hin platzieren. Ich kann noch ein Rahmenabfahren machen. Das passt, Rahmenabfahren komplett und dann kann ich sagen bearbeiten. Ich muss den Filter noch anmachen und dann kann ich loslegen. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Whoa, 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 whoa. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel? Jetzt ist er auch schon fertig. Ich mache das immer so, wenn, weil ich habe von einigen gehört, dass ihr sagt, das riecht extrem. Man kann es nicht verhindern, weil es wird Haut verbrannt. Also es wird ein bisschen riechen. Aber ich lasse den Filter immer noch ein bisschen laufen, wenn er fertig ist und lasse die Klappe erstmal so ein bisschen zu. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, der ganze Rauch hat sich verzogen, erst dann öffne ich das Ganze und nehme das raus. Und das andere Thema ist, ihr seht jetzt, dass ziemlich viele von diesen Pünktchen nicht mehr da sind. Das heißt, die sind durch das Wabennetz oder Wabengitter runtergefallen. Und wenn ihr Sachen da unten liegen lasst, ist es A, eine Brandgefahr, weil das kann sich dann irgendwann, wenn ihr was lasert und das durchgeht, das ist eine zusätzliche, ja, wirklich Brandgefahr. Von dem her, wenn ihr gelasert habt, reinigt unten das Bett, weil man kann dieses Wabengitter wunderbar rausnehmen. Dann könnt ihr die Teile, die da unten rumliegen, rausnehmen
Und der Geruch wird auch weniger, weil das Holz da unten nicht liegen bleibt, weil das ist ja gelasertes Holz, das heißt, es hat einen Eigengeruch und wenn das einfach drinnen liegen bleibt, dann habt ihr noch mehr diese Geruchentwicklung. Ne? Einfach hier die beiden Tipps. So, und jetzt war ja das Teil für das Kleine hier. Ich bin echt gespannt, weil ich habe es heute auch zum ersten Mal gemacht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Damit ich hier nicht so schwarze Finger habe, gehe ich hier nur kurz mit einem feuchten Lappen über die Kanten drüber, damit ich das dann nicht an den Fingern habe. So, und wenn wir alles richtig gemacht haben, sollte das jetzt passen. Ihr seht, es wird schon mit den 3 mm jetzt halt ordentlich dick, aber das Coole ist, man sieht halt das Weiß hier durch den Schriftzug hindurch. Jetzt gucken wir mal, ob wir das überhaupt aufrollen können. Teste jetzt mal, es wird ein bisschen knapp. Ich würde nicht ganz so viele Papierseiten reinmachen. Spare ich mir die lieber auf, weil ich kann ja, das ist ja das Coole an der ganzen Geschichte, hier den Schreibblock quasi einfach verwenden und später die Spirale wieder rausdrehen und andere Seiten reinmachen. Das ist ja das Coole an der Geschichte. So. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach quasi drehen, 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 drehen. So, und dann drehe ich einfach bis das hier quasi. Wo machen wir das hin? Ich frage mich gerade, kann ich das so biegen, dass das hier hin geht? Ne, dann kriege ich die Seite nicht auf. Also machen wir es so, dass es hinten liegt. Mal gucken, wie gut der sich verbiegen lässt. Weil was ich nicht möchte, ist, dass man sich hier wehtut. Und dann schneiden wir hier das auf der Höhe ab. Dann liegt es hier so auf dem Heft auf. Das könnt ihr für ein anderes Projekt verwenden. Und wir haben hier wunderbar ein Notizbuch mit einer Holzabdeckung, wo ihr dann wunderbar das so verwenden könnt, verschenken könnt. Ich finde, es sieht extrem cool aus. Und ich habe jetzt hier Notes drauf geschrieben, da könnt ihr zum Beispiel den Namen der Person draufschreiben oder ihr könnt ein schönes Bild, eine Silhouette ausschneiden. Ist alles möglich. Ne? Das war das erste und jetzt will ich mit dem zweiten ein Inlay versuchen und das gucken wir uns auch noch kurz auf dem iPad an. Natürlich würde ich das jetzt als Vorlage speichern, damit ihr das nächste Mal dieses ganze Berechnen nicht machen müsst, sondern da quasi, wenn ihr dieselbe Größe nochmal machen wollt, das einfach übernehmen könnt und hier vielleicht den Schriftzug austauschen. Das heißt, ich speichere das auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zum zweiten Buch. Und da hatte ich die Seite, haben wir gesagt, Moment, hier haben wir es. Die Seite ist von der Breite her 14,8, also 148, von der Höhe 20,6, also 206. Dann haben wir den Balken hier auf der Seite, hatten wir gesagt, der ist 4 mm.
Und der muss natürlich hier schön dran liegen. Dann der obere Balken, hatten wir gesagt, das sind 2,9. Auch der muss hier schön an der Kante liegen. Und der untere Balken, da hatten wir gesagt, der muss 3,1 sein. Und auch der muss schön an der unteren Kante liegen. So, das sind die drei, die ich wissen muss. Das heißt, wie viel muss ich von der Seite Abstand nehmen, von oben und von unten. Dann, das lösche ich hier kurz, habe ich hier ein Viereck. Und da haben wir gesagt, die Vierecke sind bei mir von der Breite her waren es 5,5 und von der Höhe her waren es 5. Das heißt, ich muss das jetzt hier oben in die Ecke geben. Und ja, ich weiß, es gibt ein Einrasten. Ich habe es versucht, es hat es nicht ganz genau gemacht, sondern von dem her mache ich das jetzt einfach manuell. So, jetzt brauchen wir 12, hatte ich gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Habe ich hier richtig gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich habe gerade gemerkt, ich habe einen Fehler gemacht. Es hilft, wenn man Zentimeter von Millimeter unterscheiden kann, weil das hier oben, wir hatten ja bei den Blättern einen größeren Abstand hier oben, das heißt, es sind nicht 2,9 mm, sondern 2 cm und 9 mm. Das heißt, hier sind nicht 2,9, sondern 29. Dann macht es mehr Sinn. Kurz gucken, ob das hier oben immer noch schön auf der Linie liegt. Tut es. Das heißt, mein erstes Viereck muss hier hin. Und unten waren es eben auch nicht 3,1 mm, sondern es waren 31, das heißt 3 cm und 1 mm. So viel ist der Abstand, den wir von unten brauchen. Das heißt, das letzte von diesen Vierecken muss hier hin. Jetzt hilft es, das habe ich vergessen, die jeweils auf eine andere Ebene zu geben. Ich mache das jetzt hier auf, sagen wir noch nicht schwarz. Machen wir die kurz schwarz. Es geht jeweils ein bisschen einfacher, damit man die einfach fassen kann. Das heißt, nochmal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genauso viele brauche ich. Den Abstand oben habe ich richtig, unten habe ich richtig, auf der Seite habe ich es richtig. Das heißt, ich wähle hier die ganze Ebene aus, sage denen, ich will sie horizontal zentriert haben. Kurz wieder zurück an die richtige Stelle schieben. Genau, und dann sind jetzt natürlich unregelmäßig verteilt. Das heißt, ich will hier auch noch, dass die schön verteilt sind. Dann müsstet ihr eigentlich dasselbe Bild haben wie das Heft, was ihr habt. Das heißt, das Grüne können wir ausblenden. Ich gucke immer zuerst, bevor ich etwas ausblende, dass es auch wirklich auf Ignorieren ist, dass es dann nicht lasert. So, dann sehen wir das nicht mehr. Genau, dann haben wir die beiden schon mal. Dann habe ich hier drüben mein Logo. Ich habe es dupliziert, das heißt, ich nehme das hier einmal und gebe das hier auf das Heft drauf, weil möchte ich das gerne haben unten.
mittig, oben. Ich würde sagen, wenn wir die Klammern oder die Ringbindung mittig haben, dann mache ich das auch mittig von oben und unten. Und was ich hier jetzt nicht habe, ist die Curve berechnet, weil ich will das einerseits aus dem White Oak ausschneiden und ein Inlay machen mit dem Walnut. Und da muss ich das jetzt so machen, dass dieses Element hier die Curve auch noch bekommt. Wir können kurz alles auswählen und da einfach sagen, ich will White Oak war es 0,1, das heißt, ich will ein Offset haben von minus 0,1. Sage OK und gebe es auch gleich auf eine andere Ebene. Nehmen wir mal Gelb, die Farbe habe ich noch nicht. Dann sehen wir, dass es nach innen ist. Das heißt, hier das Gelbe passt beim Schriftzug und bei den Elementen, wo ich jetzt aber kein Offset habe, ist hier, bei dem hier und bei der Brillenecke. Ich weiß, es wird für euch ein bisschen schwierig sein, das zu sehen. Da habe ich es auch noch verschoben. Ich muss einfach gucken, dass alle Elemente ein Offset haben. Bei dem hier muss es nach außen sein, also plus 0,1. Aber das ist auch gelb. Bei dem muss es nach innen sein. Das ist ein bisschen Überlegungssache, weil ihr einfach dran denken müsst, was wollt ihr wo rein machen. Ich hoffe, es macht dann Sinn, wenn ich es euch zeige, wenn wir das Ganze dann zusammenbringen. Hier muss es auch nach innen sein. Und dann haben wir dasselbe hier auch noch. Ich weiß, das sieht jetzt extrem minimal aus, aber genau das macht es halt dann aus, ob es passt mit dem Inlay oder nicht. Das heißt, Orange kann ich ausblenden, respektive noch kurz einblenden, gucken, dass das nicht gelasert wird und ausblenden. So, das ist das, was ich für hier brauche. Jetzt müssen wir quasi dasselbe noch bei dem hier machen, respektive ich habe es eigentlich schon gemacht. Hier einfach in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, ich bin mit dem Offset beim Schriftzug weiter rausgegangen, damit es weniger davon ausschneidet. Und da hatte ich überall schon 0,1 gemacht. Ich hoffe echt, ich verwirre euch nicht mit der ganzen Minus- und Plus-Geschichte. Kopieren wir das Ganze mal und das, was war denn das Originale, war Violett, glaube ich, hier, ne? Ja. Das machen wir auch ignorieren und blenden das aus. Das Gelbe kopieren wir auch kurz, damit das nicht per Zufall, dass ich das nochmal verschiebe. Weil was jetzt passieren müsste, ist, dass das hier dann hier reinpasst. Das heißt, das hier setze ich kurz auf Ignorieren und dann arbeite ich mit dem hier. Das gruppiere ich alles, sage auf Ausgabe, sage auf Schneiden
Und zwar schneide ich das aus dem White Oak aus. Das heißt, wir haben hier Power 70 und Geschwindigkeit 10. Und wenn ich dann das hier mache, dann sind wir beim Walnut und da wird es dann Leistung, Schneiden, Leistung 60 sein und Speed auch 10. Aber als erstes habe ich das hier auf Ignorieren gesetzt, weil ich das hier drüben machen will. Das habe ich auf Ausgabe. Und ja, dann schneide ich die beiden mal aus und hoffe, dass das dann schlussendlich alles zusammenpasst. Sorry, ich merke gerade, dass ich noch was vergessen habe. Ich habe es kurz hier das alles markiert und das dupliziert. Gruppierung aufheben, weil die ganzen gelben Teile hier brauche ich nicht. Weil wir brauchen ja auch noch eine Rückseite. Sonst wird das nichts mit Vorder- und Rückseite. So. Kann ich das hier gruppieren. Und was ich hier machen muss, weil es gibt ja jeweils so ein bisschen Schmauchspuren und ich will, dass das auf der Innenseite und nicht auf der Rückseite ist. Deshalb spiegle ich das hier kurz. Und zwar horizontal. Genau. Das heißt, als erstes schneide ich die beiden Seiten aus dem White Oak und dann das hier noch aus dem also aus dem, ach Gottchen, wie heißt es? Walnut. So heißt das Ding. Dann müsste das jetzt alles auf Ausgabe sein mit den richtigen Parametern. Genau. So, jetzt kann ich an den Laser. Ich hatte vorhin schon dasselbe Holz geschnitten, von dem her passt die Höhenmessung noch. Und jetzt muss ich natürlich auch mein ganzes Design hier hinbringen. Dann kann ich kurz, ich muss doch noch eine Abstandmessung machen. Und jetzt mache ich auch noch kurz einen Rahmen abfahren, einfach um zu gucken, ob das Holz reicht. Okay, das wird super knapp, aber es sollte funktionieren. Das heißt, ich kann auf Bearbeiten gehen und dann Filter einschalten und loslegen. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone... So, das war jetzt der erste Teil und jetzt sind sehr viele von diesen kleinen Teilen, die hier in die Brille gehören, sind runtergefallen. Das heißt, ich muss die dann unten aus dem Bett noch rauspulen, dass die mir dann nicht fehlen. Und dann geht es auch noch darum, natürlich das Walnut zu schneiden. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our heart. Und natürlich muss ich auch hier wieder gucken, dass ich die ganzen Einzelteile, die sich da gelöst haben, auch wieder aus dem Bett raushole. So, und jetzt bin ich ganz ehrlich gesagt einfach nur mega gespannt, ob das alles zusammenpasst. Das heißt, ich habe das hier, Brille. Das war die Rückseite.
Können wir gleich gucken mit ein paar Seiten, ob das eigentlich passt. Und ihr seht, das passt wunderbar. Das heißt, hier schon mal die Größe sollte stimmen. Dann haben wir hier das Vorderteil. Und da müsste jetzt die dunkle Brille rein. In die dunkle Brille müssten hier die beiden Teile rein. So. Wenn ihr dieses Knacken hört, das ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, dann ist es eng genug. Was super ist. Dann haben wir hier im Auge, brauchen wir noch die hellen Punkte. Mal gucken, ob ich die reinbekomme. Ich bekomme sie rein, aber ich merke gerade, die sind eigentlich zu groß, zu klein. Die muss ich sicher festkleben. Dann hier von der Brille, das gilt dasselbe dafür. Das ist mir tatsächlich so ein Teil abhanden gekommen. Ich habe mir so Mühe gegeben beim Rausnehmen. Vielleicht finde ich es noch. Was schon mal gut ist, dass das hier passt. Jetzt können wir suchen, ob wir das hier auch reinbekommen. Dann eine dunkle Augenbraue. Ich staune gerade, mit dieser 1 mm Curve hat es, also 0,1 mm Curve hat das tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Also ich muss das hier reindrücken. Das ist genau das Ziel des Ganzen. Damit es dann auch von alleine drin hält. Machen wir hier noch den dunklen Punkt. So. Ihr seht, das hält. Sieht das natürlich nicht so schön aus durch die ganzen Schmauchspuren, die ich hier habe. Das werde ich alles noch kurz putzen. Und die kleinen Teile hier, die jetzt noch fehlen, die klebe ich hier noch rein. Kurz. So, ich habe, da mir hier die Teile fehlen und nicht wollte, dass man da durchsieht, habe ich mir gedacht, und auch aus zusätzlicher Sicherheit, dass das Element hier wirklich bleibt, dass ich hier hinten einfach ein Papier drauf klebe. Weil dann kann ich auch die Unschönheiten ein bisschen abdecken. Und kann sicher sein, dass das alles hier drauf hält. Jetzt muss das hier natürlich passen drauf. Ich habe es ringsherum ein bisschen zurückgeschnitten, einfach damit es von der Rückseite auch gut aussieht. Aber ich würde sagen, das sieht doch richtig cool aus. Muss mal hier kurz das so aussehen lassen, als ob ich nicht ein riesen Chaos auf meinem Tisch hätte. Weil wir müssen das jetzt noch zusammenbinden. Na, aber ihr seht, die Löcher passen. Was mich wirklich stört, ist, dass hier nichts ist. Aber ich lerne dazu beim nächsten Mal
schneide ich die separat nochmal, dass ich wirklich sicher sein kann, dass das hier reinpasst. Das heißt, wir brauchen die Cinch nochmal und eine Bindung. Ich würde sagen, ich nehme hier eine weiße Bindung. Das reicht nicht. Nehmen wir die hier. Und davon brauche ich 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier kann ich schneiden. Das ist das Teil, was ich brauche. Dann haben wir hier auf der Seite wunderbar eine Einbuchtung oder solche Haken, wo man das reinhängen kann. Und ich mache das immer so, dass ich quasi die hinterste Seite so nach vorne kippe, damit ich das Ende von der Ringbindung im Buch drinne versteckt habe. Dann können wir das hier wunderbar auffädeln. Und so ein bisschen auffächern, damit das wirklich schön auch liegt. Jetzt habe ich gesagt, wir haben eine Inch Bindung und da müssen wir hier einmal runter drücken und dann rüber zur 1 Inch. Das ist dieses Tröpfchen hier. Und dann können wir das hier quasi hinten anlegen, dass das wirklich schön hier hinten dran liegt. Und dann pressen. So. Und dann haben wir hier wunderbar, ne, mit dem Holz gelasert, passend die Bindung und können das hier als Notizbuch verwenden. Könnt ihr natürlich auch für alle anderen Arten von Büchern verwenden. Was bei der Bindung halt einfach ist, ihr könnt das nicht wiederverwenden. Wird relativ schwierig, so eine Ringbindung zu öffnen und wieder zu schließen, damit die nachher noch schön aussieht. Und das war auch schon, in Anführungszeichen, schon das, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich einmal diese Spiralbindung, die ich wirklich cool finde, weil ihr eben hier die Seite austauschen könnt, wie ihr dann mit dem Laser hier so ein Cover machen könnt. Sorry, ich weiß das deutsche Wort gerade nicht, aber einfach die Oberseite der Hülle quasi und eben hier mit einer Stencil-Schrift ausgeschnitten. Da könnt ihr natürlich dann Farbe wählen, die ihr wollt für drunter, was da dann durchscheint. Ich fand das hier mit diesem Walnut Weiß und dann Schwarz eine coole Sache. Das war das und dann hier eben auch das noch mit der großen, dann die Curve erklärt, damit ihr eben das Inlay auch machen könnt. Ist jetzt halt einfach so, ich kann nicht auf die genau 0,12 oder 0,10 was auch immer gehen, sondern die Abstufung im Xtool in der Software drin ist entweder 0,1 oder 0,2 mm. Ihr könnt nicht zwischendrin gehen. Was ihr machen könnt, wenn es nicht passt, also bei mir hat es jetzt wirklich hier wunderbar gepasst, ich konnte das wirklich schön reindrücken und es hält. Also das hat wirklich funktioniert jetzt trotzdem, dass ich nicht mit einer 0,12 geschnitten habe, sondern das alles einfach mit einer entweder plus 0,1, das heißt das Dunkle hier mit einer plus 0,1, damit, wenn es dann schneidet, es die gleiche Größe behält und das hier dann mit einer, also quasi den hellen Schriftzug hatte ich mit einer minus 0,1 mit einem minus 0,1 Offset gemacht, damit das dann wieder zusammenpasst.
Versucht es vielleicht mal mit etwas Einfachem, wo ihr jetzt nicht doppelt gucken müsst, wo muss ich jetzt noch dazu und wo weg, sondern einfach mal etwas, wo ihr wirklich nur ein Element reinpasst und dann kommt ihr da auf jeden Fall rein. Wie gesagt, das hier reinzumachen hätte nicht funktioniert, wenn ich das mit der normalen Größe ausgeschnitten hätte. Dann wäre das ganz einfach durchgefallen, weil wenn wir die Curve nicht berücksichtigen, wir eben hier dieses Spiel haben und wenn ich da was versuche dran zu machen, dann fällt es weg. Das geht so nicht. Dasselbe gilt, wenn ich eben was versuche da reinzustecken, dann haben wir trotzdem dieses Wackelige, weil es eben nicht drauf hält. Von dem her macht es durchaus Sinn, dass ihr euch anguckt bei eurem Laser mit jeweils dem Material, wie die Curve bei euch aussieht. Ich hoffe, das Ganze war hilfreich für euch, dass ihr da selber auch Lust habt, das auszuprobieren und dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! I know I only have myself to blame.